In allen Bereichen ist die Türkei das am schnellsten fortschreitende OECD-Land geworden. Bis vor 20 Jahren war die Türkei noch ein Entwicklungsland. Damals gab es in der Türkei keine gesunde Mittelschicht. Ein Großteil der Bevölkerung lebte in relativer Armut. Heute leben in der Türkei 14,6% in relativer Armut. Von relativer Armut spricht man also, wenn das Einkommen des Türken unter dem durchschnittlichen Einkommen des Landes liegt. Diese Rate liegt also bei 14,6%. Die relative Armut orientiert sich also am sozialen Umfeld eines Menschen. Sie bezieht sich, anders als die absolute Armut, auf soziale Ungleichheit. Das möchte die Türkei ändern. Absolute Armut bedeutet, dass ein Mensch aus materiellen Gründen nicht in der Lage ist, seine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Die Weltbank definiert einen Menschen als extrem arm, wenn ihm pro Tag weniger als 1,9 US-Dollar zur Verfügung stehen. Im Jahr 2001 verdienten Türken im Durchschnitt $200. Der Mindestlohn betrug damals umgerechnet rund $100 pro Monat. Inflationsraten von über 100% plagte die Gesellschaft, weil die Löhne nur bis 40% angehoben werden konnten. Abfallberge an Straßenrändern machten die Menschen krank. Gesundheitseinrichtungen hatten Warteschlangen vor den Türen. Auch Notfälle wurden nur behandelt, wenn man Geld in der Tasche hatte. Die Bildung war sehr schlecht aufgestellt. An diese Zeit können sich ältere Generationen noch sehr gut erinnern. Das endete erst mit der AKP-Regierung rasant. Aber Auswirkungen aus der früheren Zeit sind noch heute zu spüren. Es gibt unter älteren Generationen noch immer Analphabeten. Erst seit 2002 verzeichnet die Türkei die größten Fortschritte unter den OECD-Ländern. Dennoch gibt es noch viel zu tun, wenn die Türkei zum OECD-Durchschnitt gehören möchte. Aus einem Entwicklungsland wurde die Türkei zum G20-Schwellenland. Das ist ein Anfang. Damit schaffte es die Türkei zu den 20 stärksten Wirtschaftsnationen weltweit aufzusteigen. Laut OECD ist die Kaufkraft der Türken mit einem Durchschnittseinkommen von netto 1623 US-Dollar pro Monat in den letzten 20 Jahren enorm angewachsen. In der Türkei gibt es 84 Millionen Einwohner. Davon sind etwa 8 Millionen Menschen über 65 Jahre alt und rund 23 Millionen davon sind Kinder. Im arbeitsfähigen Alter gibt es in der Türkei etwa 63 Millionen Menschen. Davon arbeiten aktuell rund 29 Millionen Menschen. Nicht selbstständig Erwerbstätige gibt es etwa 12,5 Millionen Menschen in der Türkei. Es sind vorwiegend Menschen ohne Hochschulbildung. Von diesen 12,5 Millionen Arbeiter verdienen etwa 6 Millionen Menschen das tiefste Einkommen von netto 5.500 Lira pro Monat. Menschen in Armut gibt es überall in der Welt, auch in der Türkei. Die Regierung versucht alles Mögliche, um diesen Anteil von Jahr zu Jahr zu senken.